Tag auch. Ich bin mal wieder frühmorgens unterwegs und zwar bin ich hier in Bocholt, gerade auf dem Weg zur Bushaltestelle mit Sack und Pack und werde von hier nach Wehlen fahren, um dann die Bocholter A zu bepaddeln. Für 8,10 € konnte ich mich ca. 40 Minuten im Bus aufwärmen, bis ich mein Ziel, die Haltestelle Waldfehlen, gegen 7:15 Uhr erreichte. Bei völliger Dunkelheit. Ja, von der Bushaltestelle in Waldfehlen waren es jetzt noch mal knappe 500 Meter bis zu der Brücke hier, bis zu meiner Einsatzstelle. Ja, eigentlich wollte ich eine Stunde später losfahren. Ich bin dann aber irgendwie aus dem Bett geflogen und bin dann schon früher los. Ich glaube, so ganz durchdacht war das nicht. Es ist doch noch etwas dunkler, als ich irgendwie erwartet habe. Aber gut, so langsam fängt es an, ein bisschen heller zu werden. Warten wir noch 5 Minuten und dann können wir unser Zeugs aufbauen. Die Bocholter A hat ihren Ursprung am Wehr der Schlossmühle Wehlen im Kreis Borken. Dort entspringt sie bei Flusskilometer 48,6 durch den Zusammenfluss der beiden Gewässer Tesingbach und Schwarzer Bach. Da der Zugang zur A dort leider umzäunt ist, war ein Einsetzen am Ursprung nicht möglich. Die nächste vernünftige Einsatzstelle befindet sich an der Straßenbrücke Beckhoog, 2 Kilometer flussabwärts. Genau an dieser Stelle starte ich bei Pegelstand Redebrügge von 26 cm meine Tour. So, das hat mal wieder ein kleines Weilchen gedauert, so wie ich immer rumtröde. Aber jetzt ist es wenigstens hell und habe dann bis Bocholt jetzt heute 27 Kilometer zu paddeln. Mein Gott. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Nachher wird es wahrscheinlich ein bisschen kanalisierter, aber hier das Stück, das ist ja Hammer. Das nächste Baumhindernis. Und noch eine. Ja, ordentlich. So, da war's dran. In der Hoffnung, dass ich hinten nicht hängen bleibe. Jo, das müsste funktionieren. Gute 600 Meter nach dem Start macht die A einen Bogen durch ein kleines Wäldchen. Die unzähligen Baumhindernisse ließen ein echtes Expeditionsgefühl aufkommen. Leider hat das Horizont Balancing der Kopfkamera eine Menge Artefakte im Bild verursacht. Und zusätzlich haben mir noch die Äste unbemerkt die Kamera nach oben gedrückt. So habe ich damit hauptsächlich die Baumkronen gefilmt und mein persönliches, absolutes Highlight der Tour unglücklicherweise nur sehr unreichend eingefangen. Nein. Da waren 2 fucking Rehe. Wie geil ist das denn? Aber das ganz wilde Stück ist jetzt hier offensichtlich vorbei. Die Beschreibung vom DKV, die ist eher, naja, ein grober Richtwert, glaube ich, für diesen Fluss. Deswegen habe ich mir vorher das Ganze nochmal auf Google Maps angeguckt
Habe auf Google Maps eine Karte gemacht, die verlinke ich euch auch unten, wo ich dann nochmal selber das ganze Ding kilometriert habe und die Hindernisse aufgezeigt und mögliche Umtragung. Dann bin ich einmal vorab ein paar Punkte gucken gegangen der Strecke, um zu wissen, ob und wie man da durchkommt. Aber 2 Wehre, die konnte ich mir nicht angucken und die sind irgendwo mitten in der Pampa. Da kann man jetzt nicht wirklich dran. Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich komme da am Rand raus und kann die dann da irgendwie umtragen. Wenn ich Glück habe, sind die auch einfach auf. Ja. Tja. Das sieht schon gut aus, das Boot. So, in ein paar Metern kommt gleich das Wehr hier in Ramsdorf. Bei meinem Flusskilometer 44,1. So, kann ich halt einmal über die Straße. Hallo. Also diese Blicke der Passanten, die irgendwo zwischen Interesse und Mitleid liegen, die sind schon, ja, sind schon lustig. Ja, es sieht so aus, als könnte ich doch noch den einen oder anderen Sonnenstrahl nachher abkriegen. Das freut mich. Nach dem willkommenen Sonnenbad entpuppte sich das erste der beiden unbesichtigten Wehre bei Kilometer 41,1 als leichte Herausforderung. Das linke Schott stand offen und war ohne Probleme passierbar. Bei geschlossenem Wehr ist eine Umtragung dort wohl generell möglich, Ein- und Ausstieg aber eher unkomfortabel. Upsala. Ja, hier sitzt der Jupp dann immer abends und holt die Angelrute raus. Im Sommer. Nach 2 landschaftlich reizvollen Kilometern umkurvt die A die schöne Jugendburg Gemen. Nach der Kurve folgt das Mühlenwehr. Da dort beide Ufer bebaut und/oder in Privatbesitz sind, ist ein Ausstieg kurz vorher nicht möglich. Daher setze ich frühzeitig aus und habe 400 Meter Fußmarsch zu bewältigen. So, da vorne kommt das nächste Wehr. Das neue Mühlenwehr. Das ist ein bisschen blöde zu umtragen. Hier links ist auch noch ein Wehr, aber das ist auch nicht wirklich besser. Oder gucken wir uns das an. Das Wehr im rechten Arm muss entweder links am Rand eines Ackers, also Privatgrundstück, umtragen oder aber sehr weiträumig umkarrt werden. Daher habe ich mich spontan doch für den linken Arm entschieden, um zu gucken, ob ich bei dem nun niedrigeren Wasserstand an der dort vorhandenen Fischtreppe überheben kann. Schlussendlich habe ich mich dann entschieden, das Ding einfach zu fahren. Ach Gott, das war nicht meine beste Entscheidung. Ja, jetzt müssen wir das auch durchziehen. Zurück geht's mehr. Ach Gottchen. Auch hier sieht mich keiner.
Naja, jetzt haben wir es geschafft. Bis auf die vorbeiziehenden Wildgänse hatte der 1 Kilometer lange, kanalartige linke Seitenarm aber mal sowas von nichts zu bieten, dass ich froh war, als sich die beiden Flussarme relativ schnell wieder vereinten. So, in knapp einem Kilometer, bei Kilometerstand 33,4, kommt unser nächstes Hindernis. Kurz hinter dem Ablauf zum Pupstingsee. War, glaube ich, mal ein Wehr, und da haben wir jetzt so Stufen gebaut, die, glaube ich, eher nicht fahrbar sind, aber links gibt es so eine kleinere Fischtreppe, die müssen wir uns mal angucken, die habe ich als potenziell fahrbar mir markiert. Bei meiner Inspektionstour war der Wasserstand deutlich höher, deswegen müssen wir gleich mal schauen, wie das da aussieht. Vorher wartete aber noch ein ungeplantes Hindernis auf mich. Den ersten haben wir geschafft und den zweiten nicht. Ging doch. Das war ja einfach. Hier links. Das gucken wir uns da mal an. Der Wasserstand war für die Fischtreppe an diesem Tag viel zu niedrig. Daher ging es mal wieder außenrum. Dafür war dann 50 Meter weiter das mir von der Vortour bekannte Baumhindernis auf einmal unterfahrbar und zwang mich nicht zum Aussteigen. Limbo-Time. Ja, das ging noch gut. Yay. Kurve hier. Ja, jetzt auch endlich mal wieder sowas wie Strömung. Ich glaube, im Sommer kommt man hier am besten mit einer Machete durch. An beiden Seiten zugewuchert. Oh, dicker Stein, halb drüber. Oh, nächste dicke Stein. Und noch einer mittig unterm Popo. Ja. Ja. Ziehen, Augen zu und durch. Kann man erst was. Ach Gott. Da lag ich eigentlich schon drin. Ach Gott. Also da war ich gedanklich schon, saß ich mit dem Boden, mit dem Popo auf dem Grund. So, drauf, das soll ich rechts reinkommen. Das nächste Hindernis müsste das zweite Wehr sein, das ich mir vorher nicht angucken konnte. Ich hoffe mal, das wird so wie das erste einfach auch sein.
da vorne müsste das Wehr jetzt sein. Man hört das Rauschen, man sieht aber nicht viel. So, dem guten Bauern wollen wir natürlich nicht über sein Feld latschen. Also gehen wir hier am Hang lang. Das lassen wir schön bleiben. Das ist nämlich rückläufig, so wie es aussieht. Ja, also links ist vielleicht sogar die bessere Möglichkeit. Da hat man zumindest nicht hier so einen schrägen Hang, sondern eine Wiese. Allerdings fangen dann da die Bäume an. Ist beides nicht optimal, aber es sollte machbar sein. So. Oh doch, hier geht dann ja wieder. Haken dran und weiter geht's. Aber wirklich, bei dem Dingen hier sollte jemand die Tour nachpaddeln. Seid vorsichtig da oben. Auf den folgenden 4,5 Kilometern bis zum Wehrkrechting kommt die Ahr halbwegs unspektakulär daher. Ab und an lockert zu Renaturierungszwecken festgekettetes Totholz den Fluss etwas auf, bevor er immer gerader und breiter wird. Wenngleich die schönsten Abschnitte wohl hinter uns liegen, wird die Ahr durch die sich stets ändernde Uferlandschaft nicht langweilig. Die nächsten 4 Kilometer fielen dann aber wirklich in die Kategorie Pflichtaufgabe. Komplett gerade und dazu noch lange direkt neben der Bundesstraße macht die Ahr auf diesem Stück keinen großen Spaß. Ich habe mir die Zeit mit Radiohören verkürzt und versucht, endlich mal einen Eisvogel vernünftig mit der Kamera einzufangen. Was eher so semi-erfolgreich geglückt ist, wie ihr hier sehen könnt. Genau, geradeaus ist das Wehr halt in Richtung Aasee und hier, da geht der Playstrang, ich weiß nicht was ab. Und hier war einer ganz klug. Ich baue eine Ausstiegsstelle und stelle davor eine Bank. Ach Gott, ja. Die abschließenden 1,5 Kilometer auf dem Playstrang haben dann wieder richtig Spaß gemacht. Gerade zum Ende wartete bei zügiger Strömung ein regelrechter Slalomparcours. Bei Kilometer 18,7, direkt am Zusammenfluss von Playstrang und Ahr, habe ich dann mein Tagesziel erreicht. Okay, hier ist meine Ausstiegsstelle. Sieht ein bisschen niedriger aus als beim letzten Mal. Deswegen war ich etwas verwundert. Aber hier kommt die Ahr raus aus dem Aasee. Nach vorne ist das Wehr. Da haben wir es gepackt. Yay! So, das Boot ist im Auto. Ich bin auch wieder angezogen wie ein normaler Mensch. Zeit für ein kleines Fazit. Mir hat diese Tour irrsinnig viel Spaß gemacht. Gerade der Anfang, der wahrscheinlich noch nicht so wirklich oft bepaddelt wurde. Die Rehe am Morgen, ja, der Dschungel, sich da durchzukämpfen. Ja, phänomenal. Also ich hatte richtig Spaß. Gut, die letzten paar Kilometer, die letzten 5, 6 Kilometer ab Krechting dann, ehrlich gesagt, die haben sich schon ein bisschen gezogen. Da ist es halt nicht mehr ganz so
Schön neben der Bundesstraße, relativ gerade, alles nicht so viel Abwechslung, aber trotzdem in jedem Falle eine richtig tolle Tour, die mir wirklich extrem Spaß gemacht hat. Solltet ihr die Tour nachpaddeln, seid an den Wehren vorsichtig, gerade an dem rückläufigen. Bei einem viel höheren Wasserstand würde ich das Ganze auch nicht paddeln, dann sind nämlich das ein oder andere Baumhindernis wahrscheinlich doch irgendwie zu tief und die Zweige, die da runterragen. Manche tiefe Brücken gab es auch, also wenn das Wasser da deutlich höher steht, dann kann ich den Fluss nicht mehr empfehlen. Ansonsten macht's gut, ihr kennt das Spielchen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Gerne dürft ihr den Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.